Hallo meine Lieben, heute habe ich etwas Neues für euch und zwar geht es in Richtung Papierbasteln und zwar alle Arten von Papierbasteln. Wie ihr Karten gestalten könnt, wie ihr Briefumschläge gestalten könnt, wie ihr Geschenklabels gestalten könnt oder auch Geschenkboxen oder das auch für Scrapbooking nutzen könnt. Und zwar geht es um Wachssiegel. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Ich wurde von Crespire angeschrieben und die haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, ihr Produkt auszuprobieren und das eventuell auch zu zeigen. Und im ersten Moment dachte ich so, cool, ja, auf jeden Fall. Und der zweite Gedanke war so, warum bin ich da eigentlich nicht selber drauf gekommen? Weil per se das Arbeiten mit Siegeln ist nicht wirklich was Neues für mich. Ich zeige euch kurz was. Dieses Siegel hier habe ich mir gekauft, als ich 19 war. Sieht ein bisschen mitgenommen aus, ist ein paar Jährchen her, ne? Und tatsächlich ist es so, damals, ich bin im zweiten Lehrjahr ausgezogen und da musste ich echt drauf gucken, für was ich Geld ausgebe und jeden Rappen quasi zweimal drehen. Aber ich wollte unbedingt so einen Siegel haben, also habe ich mir den gekauft mit meiner Initiale und dazu einen Wachs, ich glaube, das nennt sich Wachskerze. Und irgendwie ist es bei mir wieder in Vergessenheit geraten. Und deshalb war ich auch froh, dass die mich angeschrieben haben, weil dann kann ich das mal wieder aufleben lassen, weil ich finde es eine extrem schöne Sache. Für mich hat es so was Nostalgisches und Edles halt einfach. Wenn man dann so eine Karte bekommt mit einem Umschlag, der versiegelt ist zum Beispiel, dann, ich weiß noch nicht, für mich ist es so, als ob sich die Person noch ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, als das sonst schon der Fall ist. Also ich finde es wirklich was super Schönes und Klassisches und Edles halt einfach. Und deshalb werde ich das, ihr werdet es dann sehen, in meinen Videos und meinen Bastelprojekten auch wieder vermehrt einsetzen. Heute geht es aber darum, was ihr alles braucht, um damit arbeiten zu können. Und ja, ich würde sagen, da gehen wir auch gleich rein. Als allererstes starten wir mit den verschiedenen Arten von Wachs, die ihr dafür verwenden könnt, um solche Wachsstempel zu machen. Das erste, habt ihr vorhin schon gesehen, das sind eben diese, ich würde behaupten, die heißen Wachskerzen. Und da hat es eigentlich einen Dochen vorne, der geht durch den ganzen Stift durch, den ihr mit dem Feuerzeug anzündet und den Wachs runter tropfen lasst und dann, wenn ihr genug Wachs habt, ihr das stempeln könnt. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, einfach ich kann nicht wirklich gut damit umgehen. Also für mich ist das nicht die optimale Variante. Das andere, es gibt auch Stifte, die man mit der Heißklebepistole verwenden kann. Jetzt nicht mit der kleinen, der wäre zu groß, aber wenn ihr größere Pistolen habt, dann kann man die für sowas verwenden. Der ist jetzt nicht von Crespire, aber ich wollte euch das einfach zeigen. Und ja, damit kann man auch arbeiten. Ich denke mal, für mich hat das einfach, verliert so ein bisschen das Klassische. Man kann es machen und ich verstehe es auch für solche, die, wenn ihr das für Verpackungen verwendet in eurem Online-Shop und ihr extrem viele davon machen müsst, ja, kann das durchaus Sinn machen. Ich zeige euch aber dann auch noch, für was ich die auch verwende. Das wird nicht im heutigen Video sein, aber einfach noch eine Option, wie ihr solche Stifte auch noch verwenden könnt. Dann das dritte, und das ist meine favorisierte Variante, das sind solche Wax Beads, heißen die auf Englisch. Auf Deutsch würde ich sagen, das sind Wachsperlen, die ihr verwenden könnt und die verwendet ihr dann zusammen mit einer Kerze und einem Löffel. Das heißt, ihr macht da einfach von diesen Beads hier rein, erwärmt das über der Kerze und dann könnt ihr das ganz einfach auf euren Umschlag zum Beispiel gießen. Noch einfacher als nur mit der Kerze geht es, wenn ihr so ein Element habt, weil das könnt ihr wunderbar auf die Kerze draufstellen.
dann den Löffel reinstellen und so die Perlen aufheizen und so müsst ihr das nicht die ganze Zeit in den Fingern halten. Hier vielleicht auch noch eine Anmerkung zur Kerze. Ihr seht, die ist ziemlich dünn. Na, wenn wir unsere Teelichtkerze angucken, die sind fast doppelt so breit. Und für das hier würde ich entweder, ihr verwendet wirklich nur die, oder wenn ihr eben nur andere Teelichtkerzen habt, die höher sind, dann schneidet den Dochen so ein bisschen zurück und bastelt irgendetwas, wo ihr das hier draufstellen könnt. Das heißt, also nur um den Rahmen herum. Das heißt, die Kerze ist immer noch auf Tischhöhe und das Element wäre dann erhöht, damit es geht einfach darum, dass der Dochen oder die Flamme nicht zu nah an diesen Löffel dran kommt, weil sonst raucht es und rußt es hier und das wollt ihr ja eigentlich nicht. Und so könntet ihr das auch noch anpassen, dass einfach dieses Element hier dann höher vom Tisch weg steht. Das ist auch eine Variante. Aber per se würde ich eben eher mit diesen Kerzen gehen, die genau dafür gemacht sind. Ich stelle das Ganze immer auf zum Beispiel ein Holzbrettchen, einfach wenn da was auslaufen sollte, dann ja, kann man das wunderbar wieder reinigen. Das heißt, heute werde ich euch die Variante zeigen mit den Wachsperlen. Was ihr natürlich dann auch noch braucht, sind Stempel. Und für die Stempel gibt es so eine Halterung und die könnt ihr auch austauschen. Ich könnt jetzt den hier zum Beispiel auch auf diesen Stempel drauf machen. Die kann man wunderbar einfach rausdrehen, reindrehen, wenn man einen Stempel verwenden will und den so als Stempel verwenden. Stempel gibt es in verschiedenen Größen und Formen. Ihr seht, ich habe hier zwei. Einer ist rund, einer ist oval. Die haben schon ein schönes Gewicht. Das braucht ihr auch zum Stempeln dann. Dann gibt es auch noch viereckige oder es gibt auch oval größere. Es gibt auch noch solche, von denen habe ich keinen. Die sehen fast so aus wie die hier. Es ist so wie ein langer Stift, der vorne dann den Stempel direkt drauf hat. Das heißt, die sind aus diesem Material gemacht und vorne drauf ist einfach der Stempel, die ihr dann einfach draufstellen könnt. Das sind in der Regel aber kleinere als die, also fast die Hälfte kleiner als diese hier. Und wie gesagt, zum Verwenden schraubt ihr das ganz einfach drauf und dann könnt ihr den verwenden. Natürlich könntet ihr das auch so verwenden, aber geht einfacher, wenn ihr wirklich diese Halterung auch habt. Und die gibt es in allen möglichen Ausprägungen von Holz und gibt ja auch Metall, also was euch da auch immer gefällt. Ein weiteres Hilfsmittel ist so eine Marmorplatte, weil ihr könnt entweder direkt auf euer Element drauf stempeln, das heißt, ihr macht den Wachs hier drauf und stempelt direkt hier drauf, oder ihr könnt die Wachsstempel auch vorbereiten und das dann ablösen und zum Beispiel mit Doppelkleber oder mit einem Tropfen Wachs dann da aufbringen, wo ihr das haben wollt. Gerade so zum Starten, wenn man noch nicht so richtig weiß, wie es funktioniert, macht sowas hier Sinn auf jeden Fall. Oder auch, wenn ihr es danach auf etwas aufbringen wollt, was zum Beispiel gewölbt ist, nicht eben ist, dann geht es einfacher, wenn ihr das so vorbereitet, den Stempel so macht und das nachträglich irgendwo drauf bringt. Die Siegel lassen sich in der Regel relativ gut hiervon lösen. Es hilft auch, wenn das schön kalt ist. Wenn euch das hilft, könnt ihr auch ein Stück Backtrennpapier drauf machen und so das verwenden. Geht natürlich auch. Oder es gibt auch Leute, die Silikonformen verwenden. Das Schöne ist, wenn ihr das mit sowas macht und euch ein Siegel nicht gelingt, dann könnt ihr den hier einfach auskühlen lassen, den ablösen, wieder brechen und dann wieder in einen Löffel füllen, den wieder aufheizen und nochmal verwenden. Ne? Also das ist dann nicht verloren. Was ich auch immer auf dem Tisch habe, na, wenn es passiert, dass der hier an Ruß drauf hat, dann habe ich ein Küchentuch, wo ich das abputzen kann. Was ich auch auf dem Tisch habe, sind ein Hitzehandschuh, weil wenn ich dann fertig bin und das hier
von wegheben will. Es ist Holz, aber naja, ich bin da lieber vorsichtig. Von dem her habe ich da auch immer einen Hitzehandschuh auf dem Tisch. Von den Beads her, ihr seht, das sind jetzt rosa und die haben so einen Glanz drauf. Ne, das sind sehr schöne Arten und da gibt es auch in jensten verschiedenen Farben. Und ihr könnt auch das Ganze mischen. Ne? Wenn ihr da zum Beispiel so eine nehmt und dann weiße nehmt und die mit einem Zahnstocher nur so ein bisschen verrührt, dann habt ihr so wie einen Marmorierungseffekt, wo ihr das dann stempeln könnt. Hat auch einen sehr schönen Effekt. Wenn ihr aber zuerst mit rosa was macht und dann mit weiß und ihr nur weiß haben wollt, dann müsst ihr, entweder ihr habt mehrere Löffel oder ihr müsstet den putzen und das geht genau gleich wie beim Ruß, auch einfacher, wenn der noch heiß ist und ihr das dann mit einem Küchentuch auch ausputzt, dass der sauber ist und dann geht ihr erst mit einer neuen Farbe hier rein. So, und ich würde sagen, ich habe jetzt genug gequatscht und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Und zwar zuerst auf dem hier und dann direkt auch noch auf einem Briefumschlag. Und ich werde dann auch beide austesten, damit ihr das mal seht. Wie gesagt, ich stelle das jeweils auf ein Holzbrett drauf. Dann können wir die Kerze anzünden. Dann dieses Element hier drauf machen. Den Löffel drauf machen und dann, ich würde sagen, 3 Beads oder 3 von diesen Teilen sollten eigentlich passen. Und jetzt lassen wir die ganz einfach schmelzen. Und haltet euren Stempel schon bereit, weil das muss dann relativ schnell gehen, wenn ihr das gießt. Dann müsst ihr auch relativ schnell mit dem Stempel drauf. Und lasst es auch nicht zu warm werden. Also es sollten sich keine Bläschen bilden. Weil das sieht schon so ein bisschen unschön aus. So, kann ich das schon nehmen? Gießen. Und mit dem Stempel drauf. Und dann müsst ihr auch gar nicht groß reindrücken, sondern ihr könnt ihn einfach drauflegen und durch das Eigengewicht drückt er sich schon selber rein. Und sorry für das Zittern, das ist bei mir im Moment gerade so ein bisschen ein Problemchen. Aber kriegen wir auch wieder besser in den Griff. Dann könnt ihr das so auskühlen lassen. Wie gesagt, das Marmor ist relativ kühl. Dann könnt ihr den runterheben. Da war jetzt meine Marmorplatte zu wenig kühl. Aber wie gesagt, das ist überhaupt kein Thema. Könnt ihr das einfach wieder brechen. Wieder in den Löffel reinmachen. Und dann mache ich das so, dass ich hier Backtrennpapier drauf mache. Das werde ich nochmal schmelzen. Ich glaube, ich brauche da ein bisschen einen größeren Löffel noch. Der ist fast ein bisschen klein. Das Ganze ist schon wieder geschmolzen. Jetzt mache ich das hier auf das Backtrennpapier drauf. Und ihr versucht es jeweils so zu machen, dass ihr ringsherum einen schönen Rand bekommt, einen gleichmäßigen, nicht, dass das nur auf eine Seite rausfließt. Deshalb versucht da wirklich von gerade oben das drauf zu machen. Und so
so habt ihr wunderbar einen schönen Wachsstempel, den ihr so verwenden könnt. Ich finde es wirklich Hammer. Versuchen wir gleich auch den zweiten noch. Das heißt auch wieder 3 von diesen Dingern hier rein und die schmelzen lassen. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall noch einen größeren Löffel mir besorgen, weil der ist fast ein bisschen klein. Und es gibt vor allem auch solche, die haben dann auch so einen schönen Stiel noch, gibt dann auch noch ein bisschen mehr her und macht dann auch ein bisschen mehr Freude nochmal. So, Wille. Können wir das hier auch wieder drauf gießen. Und dann mit dem langen Stempel drauf. Das war jetzt für das fast ein bisschen zu viel Wachs, ne? Wie gesagt, wenn der unten groß hat, könnt ihr das ganz einfach abputzen. Dann habt ihr auch nicht so eine Rauchentwicklung, wie ich das gerade eben hatte. Während das hier auskühlt, machen wir gleich hier auch noch den Briefumschlag. Ich mache da nur kurz einen kleinen Tupfer Kleber drauf, damit das hier unten bleibt. Dann auch wieder 3 von diesen Beads rein und die schmelzen lassen und den Stempel stelle ich auch gleich schon bereit. So, passt schon wieder. Jetzt muss es eigentlich schnell gehen, ne? Können wir uns den hier drüben kurz angucken. Na, mit dem Backtrennpapier könnt ihr es halt einfach schön wegheben. Und dann seht ihr hier, na, just for you. Ist nicht ganz so schön geworden hier, weil ich zu viel eigentlich vom Wachs habe. Von dem her müsste das immer so ein bisschen anpassen, je nachdem, was für einen Stempel ihr verwendet. Ob ihr nur einen Kreis gießt, ne, für die Runden, oder ob ihr es eher ein bisschen länglich gießt für diese länglichen, und auch wie viele von diesen Beads ihr da reinmacht. Da müsst ihr das so ein bisschen rausfinden, wie es am besten funktioniert. Und ihr habt es gesehen, bei dem her, ich muss dann ein bisschen gucken, wie die Ausrichtung ist. Und hier hilft es, wenn ihr einen Stift nehmt. Und ich sehe jetzt Just for You, das ist die richtige Orientierung. Das heißt, wenn ich stemple, muss der mich so angucken, dann kann ich hier eine kleine Markierung drauf machen und weiß immer, okay, so muss ich stempeln. Und dasselbe könnt ihr eben auch bei den Runden machen, denn der T ist so. Und damit ich weiß, genau hier ist die Mitte, dann mache ich hier einfach einen Punkt drauf, dann weiß ich genau beim Stempeln, so muss er sein. Dann können wir auch den hier lösen. Ich hebe den immer so von einer Seite ein bisschen an und da seht ihr, wie cool das geworden ist. Bei so einer Art von Verschluss müsst ihr oder muss derjenige, der es kriegt, natürlich das Siegel dann brechen, um das zu öffnen. Wenn ihr das nicht wollt, gibt es noch andere Varianten, mit zum Beispiel einer Manschette rumzumachen, aber das zeige ich euch dann alles in einem separaten Video. Jetzt müssen wir den hier auch noch kurz markieren, wo unten ist. Der hat so eine Herzform, von dem her ist das hier unten. Dann weiß ich das beim nächsten Mal auch wunderbar.
Den Löffel, wie gesagt, reinigt ihr am besten, wenn der heiß ist, oder wenn ihr den immer nur mit den verwendet, dann könnt ihr es auch so lassen und dann wird es einfach beim nächsten Mal, wenn ihr den verwendet, löst sich das Ganze wieder auf. Was ihr auch machen könnt, ist den noch so ein bisschen zu verzieren. Ich habe jetzt hier den Cricut Gold Stift, aber ich habe noch richtige bestellt, die eigentlich gedacht sind für das hier, aber damit geht es jetzt für heute auch. Und damit könnt ihr den Wachs quasi, die Erhebung, noch anfärben. Dadurch könnt ihr die noch so ein bisschen hervorheben. Und dann hättet ihr im Vergleich dazu ganz einfach das Ganze noch ein bisschen hervorgehoben. Ihr seht auch, ich habe keine solche Stifte, weil ich eigentlich die blanke Variante am schönsten finde. Ihr könnt das natürlich auch noch aufpeppen mit Glitzer zum Beispiel, wenn ihr so ein Glitzerpulver habt. Wenn ihr das macht, dann macht das aber nicht zusammen mit dem Wachs in den Löffel rein, weil wenn ihr das gießt und dann stempelt, dann ist es quasi auf der Unterseite des Glitzer. Da bringt es euch nicht wirklich viel. Macht es dann so, dass ihr zuerst das Wachs gießt, dann mit dem Glitzerpulver das so ein bisschen drauf streut und dann mit einem Stempel drauf geht, weil dann habt ihr das Glitzer auch auf der Oberfläche und nicht unten dran. Wie gesagt, ich werde euch auf jeden Fall noch mehr Ideen mit solchen Wachsstempeln zeigen, aber ich wollte euch kurz noch was anderes zeigen. Und zwar will ich euch auf der Webseite noch kurz was zeigen, aber wo ihr die Sachen findet. Wenn ihr hier auf Home seid, dann könnt ihr hier zum Beispiel die Stempelkollektion angucken und dann habt ihr die ganzen Stempel. Hier könnt ihr sagen, sucht ihr nach einem runden Stempel. Da hat es auch ganz coole Sachen, wie zum Beispiel für Ostern, ganz coole Sachen, und es hat echt super viele Stempel. Und dann hat es auch die Stamp Handles, sind quasi die, da wo ihr den Stempel haltet. Da hat es eine ganze Variation. Dann von den Tools her, da habt ihr zum Beispiel die Löffel. Das ist das, was ich gesagt habe. Und es gibt eben die mit diesem schönen Ende oder mit der schönen Halterung, sowas findet ihr hier. Dann das, was ich heute verwendet habe, dieser Topf quasi, wo ihr schönen Löffel drauf geben könnt. Und die gibt es eben auch als Pakete, wo ihr das Element plus einen Löffel plus eben auch Kerzen dazu bekommt. Dann gibt es auch das, was ich gesagt habe, ihr könnt entweder eben solche Marmorteile nehmen oder ihr habt hier auch Silikonmatten, die ihr verwenden könnt. Das ist dann ähnlich wie mit dem Backtrennpapier, es geht ein bisschen einfacher. Und dann natürlich beim Sealing Wax habt ihr diese ganzen Elemente, und da könnt ihr ganze Farbpakete kaufen oder es gibt eben auch alles als gesamtes Kit. Das heißt, da habt ihr verschiedene farbene Beads, ihr habt Kerzen drin, ihr habt den Topf, ihr habt einen Löffel, ihr habt schon Siegel mit dabei und ihr habt Stifte, um das auszumalen, so dass ihr quasi abgedeckt seid um damit mal zu starten. Habt ihr alle Angaben drin, von dem her findet ihr da auf jeden Fall was. Und was ich euch aber noch zeigen wollte, war nämlich, dass ihr auch Stempel anfertigen lassen könnt. Und das ist was ich garantiert machen werde. Ich werde für mein Label mit meinem Logo, werde ich einen Stempel machen lassen. Und hier seht ihr vielleicht auch gerade noch, das sind die Stifte, die ich gesagt habe, wo ihr anstatt so ein Stempel
ihr dann einfach einen langen Stift habt, wo auf der Unterseite oder hier unten dann das Motiv drauf ist. Aber eben hier könnt ihr auch, und das, ich finde es wirklich preisgünstig, ne, 16 Euro, 17 Euro, um so einen ganzen Stempel mit der Halterung oder dann eben auch hier 14 Euro zum Beispiel für die hier. Ne? Da könnt ihr eben, wenn ihr zum Beispiel einen Online-Shop habt und sowas für die Verpackung verwenden wollt, dann könnt ihr das mit eurem Logo drauf so einen anfertigen lassen. Oder wenn ihr ein spezielles Motiv habt, was ihr selber gezeichnet habt, was ihr extrem witzig findet, dann könntet ihr auch damit einen Stempel anfertigen lassen. Das Coole ist, was sie mir noch geschrieben haben, dass ihr da auch noch einen Rabatt bekommt. Ihr habt einen Coupon, wenn ihr dann beim Shoppen hinten einen Gutscheincode angeben könnt. Ich schreibe es euch hier oben rein dann. Da könnt ihr reinschreiben Frau B5 und dann habt ihr da, wenn ihr über 40 Euro was kauft, nee 40 Dollar, aber ist ja fast ähnlich, ne? Dann bekommt ihr 5 Dollar gut geschrieben, um da noch ein bisschen mehr shoppen zu können. Also ne, das haben sie noch zur Verfügung gestellt, wenn ihr da eben beim Gutscheincode Frau B5 eingibt. So, das war die Webseite, die ich euch noch zeigen wollte, einfach damit ihr euch da auch zurechtfindet und eben auch die Idee mit dem handgefertigten Stempel für euch mit eurem Logo. Das finde ich eine extrem coole Sache. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, wie ihr eben solche Wachsstempel selber machen könnt und was ihr bei der Anwendung beachten müsst. Und wie gesagt, da gibt es noch mehr Videos dann dazu, weil ja, ich will das bei mir auf jeden Fall wieder aufleben lassen, weil ich finde es eine extrem schöne Sache. Ich werde euch die Webseite und die Links wie immer unten reinstellen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, sowas auch selber zu erstellen. Ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Ich finde es eine coole Sache. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag und hoffe, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! Where you go is where I go.